Ja, das hier ist der wichtigste Ton auf dem Klavier. Dieses B hier, ist das der wichtigste Ton? Nein. Warum das so wichtig ist, das will ich dir jetzt in diesem Video mal erklären. Oder der mächtigste Ton kann man es auch nennen oder stärkste Ton. Denn das hier ist ein Ton sehr weit links auf dem Klavier. Ja, ich spiele es hier sehr weit unten und das ist ein Basston, ja, weil ich den hier so weit unten spiele. Hier, wenn ich es in einer Oktave spiele, merkt man's noch mehr. Und was ich dir in dem Video mitgeben möchte, ist einfach immer zu versuchen, diese Basstöne herauszuhören, diese Basstöne von einer Melodie, die du zum Beispiel auf der rechten Hand spielst, zu kennen. Warum? Warum sollte man die kennen und suchen? Ja, wenn wir den Basston wissen von einer Melodie, dann ist es der beste Weg, um den Akkord, die Tonart, in der wir uns befinden, herauszufinden. Ne? Weil der Basston hier sozusagen die Melodie angibt. Er begleitet ja, das ist ja der begleitende Ton, ja. Und die Melodie, die wir spielen, basiert im Prinzip immer auf dem Akkord. Und der Akkord wiederum basiert auf dem Grundton und der Grundton wiederum basiert auf dem Basston. Ja, also wenn wir jetzt hier so eine Melodie haben zum Beispiel, dann sind wir vielleicht überlegen, okay, was ist das, wo sind wir denn jetzt hier? Das ist jetzt unsere Melodie, okay, aber was ist jetzt hier der Grundton? Wo befinden wir uns? Jetzt spiele ich mal den Bass mit. Und wenn wir jetzt den Bass kennen, dann sehen wir, okay, B, also ist das ja hier B-Dur. Und dann wird uns das auch deutlich, denn die Melodie basiert auf dem Akkord. Der Akkord basiert auf dem Basston, also auf dem Grundton. Der Grundton ist hier das B. Das heißt, wir befinden uns im B-Dur-Akkord. B-Dur-Akkord ist so, beziehungsweise, wenn du dich mit Umkehrungen auskennst, ja, das ist auch B-Dur, das ist eine Umkehrung von B-Dur. Ist jetzt für dieses Video nicht so wichtig, aber ich sag's dir trotzdem, ja. Okay, und die Melodie basiert auf dem Akkord, ja, und das wird ja auch schon deutlich. Das ist der B-Dur-Akkord, unsere Melodie war ja folgende. Ja, und du siehst, wir haben hier B-Dur, das ist hier so ein Zwischenton im Prinzip in der Musik, ja, das ist jetzt nicht ganz so wichtig für das Video, aber du siehst, es basiert im Prinzip auf dem B-Dur-Akkord und hier ist so ein Zwischenton und wenn du die B-Dur-Tonleiter kennst, macht es auch Sinn, weil das ist auch ein Teil der B-Dur-Tonleiter, ja. Das ist die B-Dur-Tonleiter, ja, und das ist der B-Dur-Akkord. Und weil ich weiß, okay, B ist jetzt hier der Basston, kann auch übrigens jeder andere Ton sein, ist jetzt nicht dieses B entscheidend, sondern der Basston ist entscheidend. Weiß ich, okay, ich befinde mich in B-Dur, ja, ich befinde mich hier irgendwie B-Dur. Okay, ja, also deswegen ist das der wichtigste Ton, ist einfach der Basston, weil es die Basis ist für die Musik. Ja, also der Basston ist die Basis für die Musik, weil es ist der Ton, der im Prinzip ja, das ist der Ton, der den Ton angibt im Prinzip. Ja, also es ist einfach die Grundlage, weil auf dem Basston baut die Melodie auf. Der Basston ist der begleitende Ton. Und den Basston, den kannst du sehr gut raushören. Ja, du kannst zum Beispiel, wenn du dir irgendwas auf dem Handy, auf dem PC oder ja, auf irgendwelchen technischen Geräten zum Beispiel anhörst, dann kannst du mit Hilfe von verschiedensten Instrumenten, Programmen wie so einem Equalizer, kannst du die Bässe höher drehen, du kannst die Bässe einstellen. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel dir einen Song raussuchen, kannst dir den Bass hochdrehen, die tiefen Töne lauter drehen und dann kannst du den Bass raushören und weißt, okay, erkennst mit Hilfe deines Gehörs, ja, okay, welcher Ton das ist. Ja, wenn du jetzt hier die Töne mal so abgehst, dann hörst du, okay, welcher Ton ist das? Aha, ist das B. Und dann weißt du, okay, wir befinden uns jetzt hier bei B-Dur. Ja, kann auch B-Moll sein, in der Regel ist es dann aber wahrscheinlich B-Dur. Und anhand des Basses findest du es dann also raus. Deswegen ist es der wichtigste Ton, weil es die Grundlage ist. Und es hilft uns zu verstehen, ja, wo wir uns befinden. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch um Akkorde zu finden, ja, wenn ich jetzt diesen Akkord habe und ich überlege, okay, ist das jetzt, ich habe jetzt hier 3 Töne, ja, das könnte jetzt im Prinzip, ich habe hier ein F, also es könnte ein F-Dur-Akkord sein oder ein F-Moll-Akkord, es könnte B-Dur, B-Moll sein oder es könnte D-Dur, D-Moll sein. So. Und jetzt probiere ich einfach aus. Nee. F ist es auf jeden Fall nicht. Das klingt nicht gut. Ja, wir wissen ja schon, was es am Ende ist. Ich zeige es jetzt nur mal als Beispiel. Jetzt probiere ich D. Ja, klingt auch noch nicht so doll. Ah, das klingt gut, ja. Und so kannst du anhand des Basstones also raushören, ja, in welcher Tonart wir uns hier befinden, welcher Akkord das ist. Ja, ich nehme noch mal ein anderes Beispiel. Wir nehmen jetzt mal diesen Akkord hier.
Jetzt können wir auch wieder mit dem Basston. Jetzt versuchen wir mal diesen Akkord im Bass mitzuspielen. Also müssen wir ja einen dieser 3 Töne hier im Bass mitspielen. So, probieren wir mal aus. Das ist hier das G. Nee. Jetzt sind wir hier wieder beim B. Ja, hier. Das ist es schon, ja. Also sind wir hier bei Dis-Dur. Einfach jetzt anhand des Basses rausgefunden, okay? Okay, und das ist im Prinzip schon das, was ich dir hier mitgeben will. Also meine Übung für dich wäre, dir einfach mal einen Song rauszusuchen, eine Melodie rauszusuchen. Erstmal auf dem Handy, auf dem PC und da mal auf den Bass zu achten, wenn du den Bass nicht richtig gut raushören kannst, aber meistens kann man da schon den Bass raushören, dann versuchst du einfach mal den Bass lauter zu stellen. Vielleicht hast du da ja, eigentlich hat man ja solche Programme auf dem PC, dass man da ein bisschen einstellen kann, ja, oder auf dem Handy hat man bei den meisten Apps, die Musik abspielen, das auch, dass du hier einfach die Bässe verändern kannst. Und dann versuchst du mal den Bass rauszuhören und dann versuchst du mal rauszufinden, was das für eine Tonart ist, die da gespielt wird. Und dann kannst du gerne auch auf dem Klavier, ja, auch in der Praxis, kannst du dich dann mal hinsetzen, kannst hier mal einen Akkord spielen oder eine Melodie spielen. Und jetzt kannst du mal probieren, zu dieser Melodie hier verschiedene Töne mal dazu zu spielen. Nee. Verschiedene Basstöne. Ja, das klingt doch schon nach was. Und dann weißt du, okay, das ist F. Also ist das hier ein F-Dur-Akkord. Also befinden wir uns hier F-Dur. Ja? Musst übrigens den nicht hier in der Oktave spielen, den Bass. Ich finde, da klingt der einfach nur wuchtiger. Und kannst den auch einzeln spielen, ja. Kannst du einfach links einzeln die Bässe spielen. Ja, und so findest du dann also raus, welche Tonart wir hier, in welcher Tonart wir uns hier bewegen, einfach indem du auf der linken Seite hier die Bässe raussuchst. Ja? Also der Bass ist die Grundbasis der Musik. In den meisten Fällen ist es die Begleitung, die Grundlage für die Melodie und dementsprechend ist es der wichtigste Ton am Klavier, ist der Basston, denn mithilfe des Basstones können wir schnell herausfinden, in welcher Tonart wir uns hier befinden, welchen Akkord wir hier spielen, welche Tonart hier die Melodie spielt. Also gerne mal ausprobieren, such dir einen Song raus, versuch die Basstöne rauszufinden und versuch dann rauszufinden, in welcher Tonart sich der Song befindet und dann kannst du das Ganze auch mal auf dem Klavier ausprobieren und mal auf dem Klavier ein paar Melodien spielen, ein paar Akkorde spielen und links gucken einfach, okay, welcher Basston passt jetzt hier und dann findest du ganz schnell raus, in welcher Tonart du dich befindest, ja. Finde ich eine super klasse Übung, einfach um das Ganze mal hier ein bisschen zu vereinfachen. Wenn du Probleme hast, die Tonart zu erkennen, Akkorde zu erkennen, ist das einer der besten Wege, das Ganze rauszufinden. Viel Spaß dabei, viel Spaß beim Üben. Probier dich hier aus, die Basstöne zu suchen und ja, gib mir gerne Feedback, ob dir diese Übung weiterhilft oder nicht. Mehr zu dem ganzen Thema Akkorden, Töne erkennen, Melodien erkennen, auf die linke Hand als Begleitung Bässe und sowas mitspielen, findest du in meinen Kursen, also vor allem in meinem Piano-Anfängerkurs habe ich da sehr viel Know-how dazu und sehr viele Übungen dazu, die dir auch sehr viel weiterhelfen können. Also, wenn du Interesse hast, gerne mal reinschauen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß hier mit dieser Übung und wir sehen uns dann hoffentlich auch in einem anderen Video wieder. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis dahin.